Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch zum Start ins Jahr 2022 den Klassiker Käse-Sahnetorte mit Mandarinen. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass dieses klassische Rezept noch nicht bei mir auf dem Kanal ist. Zum neuen Jahr wünsche ich euch natürlich noch ganz viel Glück, Gesundheit und mögen alle eure Träume in Erfüllung gehen. Ich hoffe auch, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit verbracht und auch eine gute Zeit zwischen den Jahren. Es ist ja immer so eine Zeit der Besinnung und da macht man neue Pläne. Genau in dieser Zeit habe ich eben festgestellt, Mensch, da fehlt diese wunderbare Torte, die Käsesahnetorte oder Quarksahnetorte mit Mandarinen. Die besteht bei mir aus meinem fluffigen Biskuit. Den verlinke ich euch gerne hier oben. Also das Video dazu ist ein altes Video mit allen Tipps und Tricks zum Gelingen eines guten Biskuits. Und natürlich kommt zu dem Biskuit noch die wunderbare Füllung. Sahnig, zart. Und wer mag, kann die Torte ganz einfach dekorieren, nur mit Puderzucker oder aber so wie ich mit Sahnerosetten und Mandarinen obenauf. Ich habe mir den Biskuit vorgebacken am Tag zuvor. Dann lässt er sich einfach wunderbar schneiden am nächsten Tag. Und ihr braucht da 2 Böden. Ihr könnt 2 dickere nehmen oder auch 2 dünnere. Dann bleibt euch einer übrig. Den könnt ihr auch ganz einfach einfrieren. Und wir starten jetzt das Video mit der Zubereitung der leckeren Quark-Sahne-Zitronencreme. Als erstes schlagen wir die Sahne schön steif und stellen sie einfach schon mal kalt. Die Sahne sollte schön gekühlt sein, wie immer 600 Gramm. Da braucht ihr eine große Schüssel und wie immer erst anschlagen, vorsichtig, und dann erst hochstellen, dann spritzt es auch nicht so. Wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dann können wir uns gerade beiseite stellen, am besten kalt stellen. Dann geben wir uns 500 Gramm Quark in eine Schüssel. Ich nehme hier immer gerne Halbfettstufe, aber ihr könnt zur Not auch Magerquark verwenden. Ich finde, es schmeckt immer nicht so gut, deswegen nehme ich gern 20% Fett. Und natürlich ist es so, je besser der Quark schmeckt, desto besser schmeckt natürlich dann auch nachher die Füllung. Ich gebe jetzt ein Tütchen Sofort-Gelatine hinzu. Ihr könnt aber auch, wenn ihr keine Gelatine verwenden wollt, Geliermittel aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen, also Agar-Agar ist es dann, verwenden. Da müsst ihr allerdings Flüssigkeit aufkochen und 2 Minuten sprudelnd kochen lassen. Das ist immer bei Agar-Agar so. Und dann müsst ihr angleichen. Also da geht das jetzt nicht so einfach, wie ich das hier zeige. Aber in vielen meiner Videos zeige ich das, wie das mit dem Angleichen funktioniert. Und da könnt ihr auch mal schauen. Hier geht es jetzt ganz einfach mit der Sofort-Gelatine, 30 Gramm. Dann kommt noch Puderzucker hinzu. Und zwar 100 Gramm. Die abgeriebene Schale einer halben Zitrone ungefähr. Ganz nach Geschmack natürlich. Ich mache das immer so, das wisst ihr inzwischen, dass ich mir die ganze Zitrone abreibe und den Rest, den ich nicht benötige, trockne. Und so habe ich immer abgeriebene Zitrone vorrätig. Und achtet bitte beim Abreiben auch darauf, dass ihr das Weiße nicht mitnehmt, denn dann schmeckt die Schale bitter. Also wirklich nur so die ganz äußere Schicht abreiben, dann habt ihr die perfekte Zitronenmasse sozusagen. Und das können wir uns jetzt einfach auf ein Tellerchen geben oder in ein Schüsselchen und einfach Luft trocknen lassen und aufbewahren. Jetzt geben wir uns noch den Zitronensaft hinzu, den Saft von einer halben Zitrone ungefähr. Achtung, der Kern ist mitgekommen, den müssen wir noch rausholen. Das soll ja nicht sein. Jetzt gebe ich noch etwas Vanillepaste hinzu, ungefähr einen Teelöffel. Und dann kann das Ganze auch schon miteinander verrührt werden. So, und ihr könnt die Creme natürlich auch abschmecken. Das ist ja immer ganz wichtig.
ob sie euch so gefällt oder ob ihr noch mehr Zitrone drin haben wollt oder weniger. Jetzt können wir hier schon unsere Sahne unterheben und unsere Creme ist fertig und wir können die Torte füllen. So, ich habe jetzt doch noch ein bisschen mehr Zitrone hinzugegeben. Es muss jetzt schön zitronig schmecken, schön frisch. Und jetzt kann auch schon die Sahne hinzu. Die hebe ich mir jetzt einfach in 2 Portionen hier mit dem Spatel nur unter, damit alles schön fluffig bleibt. Und für diejenigen, die keine Gelatine verwenden wollen, ihr könnt außer Agar-Agar natürlich auch noch Sun Apart verwenden. Das wird auch einfach nur dazugegeben, geht dann auch ganz schnell. Zweite Ladung Sahne. Ist nicht schlimm, wenn die nicht ganz steif ist, denn durch die Gelatine wird das Ganze sowieso dann richtig fest. Und wenn ihr nur Blattgelatine daheim habt, dann wisst ihr ja, wie es geht. Habe ich schon in tausenden von Videos gezeigt. Tausende vielleicht nicht, aber schon in einigen. Einfach die Gelatine in kaltem Wasser 5 Minuten einweichen, dann ausdrücken und auflösen mit ein bisschen Flüssigkeit. Und dann muss die Gelatine, die Temperatur der Gelatine angeglichen werden an die der Creme. Wie lecker ist das denn bitte? Schon allein die Füllung ein Traum. Sehr lecker, nicht zu süß, schön zitronig. Wir können die Torte füllen. So, wir geben uns den Boden auf die Pappe und stellen uns den Tortenring darum. Schön festziehen, nicht zu fest, denn der obere Boden muss ja auch noch reinpassen. So ein Biskuit ist sehr leicht zusammendrückbar, deswegen nicht zu arg ziehen. Jetzt gebe ich mir erstmal eine dünne Schicht Quark hier unten auf den Boden. Dann kommen die abgetropften Mandarinen darauf. Vergesst bitte nicht, welche für die Dekoration beiseite zu legen. Oder ihr habt vielleicht noch eine zweite Dose Mandarinen, das geht auch. Gerade verstreichen. Jetzt habe ich vergessen, den Tortenring einzuölen. Das ist so ein Trick. Ihr macht das einfach zu Hause, damit sich die Torte nachher schöner vom Rand löst. Ihr könnt natürlich auch eine Tortenrandfolie verwenden, das geht auch. Und wie gesagt, einfach nur so eine dünne Schicht Quark, Sahne, Creme auf den Boden streichen, damit wir hier so ein bisschen die Mandarinen hineindrücken können. Denn wenn die Mandarinen nicht ganz abgetropft sind, nicht ganz gut, dann saften sie sonst den Boden so durch und so vermeidet man das. Okay. So, hier sind meine Mandarinen. Ich habe eine kleine Dose mir abtropfen lassen und ich werde noch eine zweite verwenden für die Dekoration. Einfach weil ich schön viel Frucht möchte. Und ich verteile die hier so am Rand. Ihr könnt sie auch natürlich so aufrecht stellen, dann sieht man das Ganze von außen. Wer sie ganz verbergen möchte, der lässt ein bisschen Platz zum Rand. Ich lege mir natürlich 16 schöne Stück beiseite oder auch 8, wie ihr wollt. Ihr könnt auch auf jedes zweite Stück nur eine setzen. Die restlichen, nicht so schönen, lege ich noch hier rein. Ja, und jetzt können wir uns den Rest der Creme hier oben auffüllen. Und das ist ja immer viel schöne, leckere Creme bei so einer Käsesahnetorte. So muss das sein. Und ich freue mich jetzt schon richtig, sie zu probieren mit meinen Kindern. Das wird ein Fest. Das Ganze natürlich wie immer glatt streichen. Und wie gesagt, ihr verwendet einfach neutrales Öl für den Tortenring, dass die Creme nachher sich besser löst. Oder aber Tortenrandfolie. Es geht auch so, wenn ihr kein neutrales Öl da habt, ist auch nicht schlimm. Dann muss man halt nachher noch so ein bisschen vorsichtig die Creme verstreichen eventuell. Man muss halt ein bisschen mehr Acht geben beim Rauslösen aus dem Ring. Das Ganze natürlich schön glatt streichen, schön gleichmäßig. Glatt ist sie schon mal. Jetzt sieht man natürlich nur noch hier an der Seite so ein bisschen weiß. Und wenn wir jetzt den Boden da drauf legen, dann haben wir den Boden mit
dem Weißen sozusagen verunreinigt. Das wollen wir ja nicht, wir wollen sie möglichst schön glatt haben. Deswegen gehe ich da jetzt noch mal einmal rum und nehme das ab. Und ihr seht, jetzt ist der Rand perfekt und wir können den letzten Boden auflegen. Und das Ganze gerade ein bisschen vorsichtig andrücken, dass alles schön glatt verteilt ist darunter. Und nun muss die Torte für 3 bis 4 Stunden mindestens in den Kühlschrank. Besser aber natürlich, wie immer, über Nacht. So, die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank und ist jetzt wunderbar durchgekühlt und ich werde sie mir jetzt gleich aus der Form holen. Inzwischen habe ich mir auch schon Sahne mit etwas Sahnefest und Zucker steif geschlagen. Ich nehme auch gerne etwas Vanillinzucker dazu und habe mir die Sahne in einen Spritzbeutel mit offener Sternhülle, großer Sternhülle gefüllt, sodass wir dann auch gleich dekorieren können. Natürlich könnt ihr die Torte auch einfach so lassen, wie sie ist. Also hier oben einfach nur Puderzucker aufstreuen. Aber ich finde, mit ein paar Sahnerosetten und Mandarinen oben auf ist sie doch am schönsten. Vorsichtig also hier reingehen und möglichst wenig verletzen, logischerweise. Also ganz vorsichtig und sich Zeit lassen einfach. Gerade auch hier an dem Verschluss. Aber ich sehe schon, das geht ganz gut. So. Ich glaube, das funktioniert. Jetzt können wir uns den Ring abmachen. Vorsichtig natürlich jetzt vorgehen und etwas langsam. Und da ist unsere wunderschöne Käse-Sahnetorte. Und ich finde, es ist perfekt geworden. Ein bisschen Schnee. Und bei mir darf das ruhig ordentlich Schnee sein. Meine Kinder lieben das. Ihr könnt natürlich auch weniger verwenden. Und jetzt werden wir uns hier das Ganze einteilen, damit wir einfach wissen, wo wir unsere Rosetten draufsetzen können. So, ich sehe ein bisschen was. Ich glaube, in der Kamera sieht man es jetzt nicht, aber ich kann es erkennen. Los geht's. Hier ist mein Spritzbeutel mit einer großen Sterntülle. Ich hoffe, man kann sie gut erkennen. Die ist wirklich recht groß, sodass quasi jedes Stück auch dann gleich mit der Rosette ausgefüllt ist. Ups. Die Rosetten halten natürlich auf Puderzucker nicht ganz so gut, das ist ganz normal. Vorsichtig abheben. Ein bisschen drehen, dann hebt sich es auch nicht ab. Da geht es ganz gut. Und ihr seht, die sind richtig dick, die Tupfen. Durch die große Tülle. Und für so große Rosetten benötigt ihr ungefähr 200 Gramm Sahne. Also es ist schon viel, was man dafür braucht. Nichts mehr ist übrig. Ganz, ganz bisschen noch hier vorne in der Tülle. Ansonsten ist die Sahne leer. Also wirklich 200 Gramm Sahne, wenn ihr eine große Tülle verwendet. Ja, und jetzt habe ich hier meine gut abgetropften Mandarinchen. Und die kommen jetzt einfach hier oben drauf. Und dafür brauche ich natürlich auch große Tupfen, sonst halten die nämlich gar nicht. Ganz leicht andrücken. Und die letzte. Fertig ist unsere wunderschöne Käse-Sahne-Torte mit Mandarinen. Und wir können sie probieren. So, dann werden wir unser hübsches Törtchen einmal anschneiden. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß zwar, wie sie schmeckt, aber es ist immer wieder ein Erlebnis.
Und da ist unsere Käse-Sahnetorte. Wahnsinn! Ein bisschen was ist in der Torte hängen geblieben. Auf jeden Fall sieht sie wunderschön aus und ich freue mich jetzt sehr, sehr aufs Probieren. Sehr lecker, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, einmal mehr. Es ist wirklich ein köstliches Stück und ich weiß ja, wie sie schmeckt, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig drauf. Ich probiere jetzt für euch und sage euch dann, wie immer, was ich denke. Top lecker, Wahnsinn. Sowas von traumhaft lecker. Ich liebe Käse-Sahnetorte, muss ich echt sagen. Ich finde, sie ist perfekt. Der Biskuitboden ist mega fluffig. Diejenigen unter euch, die ihn schon gebacken haben, wissen das ja bereits. Und die Füllung ist super schön zitronig, schön leicht, etwas quarkig, schön sahnig und toll mit den Mandarinen auch drin. Ich würde sie unbedingt mit reinnehmen, nicht weglassen. Ja, und was soll ich sagen? Probiert sie aus. Das war meine traumhafte Quark-Sahnetorte mit Mandarinen. Sie sieht aus wie vom Konditor, finde ich, und sie schmeckt einfach wahnsinnig lecker. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt, mir einen Daumen nach oben hinterlasst und gerne auch einen netten Kommentar, gerne auch mit Tortenwunsch für die nächsten Videos. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch wieder um 18 Uhr zu einem neuen Reisevlog. Dazu einfach mal in die Infobox hier unter dem Video schauen. Dort findet ihr nämlich auch meinen Zweitkanal Sugar Princess Reisen und Vlogs und der ist noch ganz klein, da dürft ihr gerne abonnieren. Da kommen jeden Mittwoch um 18 Uhr, wenn nicht gerade Ferien sind, neue Reisevideos von uns raus. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, mit uns mitzufahren. Ja, und nächsten Sonntag gibt es natürlich hier auf dem Kanal wie immer ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und bis dahin viel Spaß beim Nachbacken, bleibt gesund und bis bald. Tschüss! I watch you as you drive. Do you know I'm looking?